Konstruktionswerkzeug Leitung. Führung für einen Spanndraht. Hallo und herzlich willkommen bei Captain Cut. Ich bin der Michael. Was ist der Konstruktionsbefehl Leitung? Naja, man erstellt einen Volumenkörper anhand eines Pfades. Dies können Linien oder Körperkanten sein. Also fangen wir mit der Variante Körperkanten an. Dazu zeichnen wir einen Quader. Der Pfad soll die oberen 4 Kanten sein. Dann gehen wir zum Werkzeug Leitung. Beim Abstand können wir eine gewisse Länge in Prozent eingeben, wobei 1 100% sind, also sind 0,5 50%. Beim Schnitt kann man zwischen rund, quadratisch und dreieckig wählen. Unter Schnittgröße wird zum Beispiel beim Runden der Durchmesser eingestellt. Wir geben mal 5 mm an. Klickt man auf Hohlraum, kann man unter Schichtdicke die Wandstärke einstellen. Also noch verbinden einstellen und schon haben wir einen Kantenschutz konstruiert. Da wir hier wieder im 3D-Raum zeichnen, habe ich schon etwas vorbereitet und den Startpunkt und den Endpunkt konstruiert, jeweils über 2 Skizzen. Am Ende habe ich einen Punkt gesetzt, von dem wir mit unserem Pfad weggehen. Um einen neuen Pfad für die Leitung zu erstellen, lege ich eine neue Skizze an. Aktivieren den Punkt 3D-Skizze, dann zeichnen wir den Pfad. Richten die Abhängigkeit senkrecht und horizontal ein. Wir maßen das Ganze mit D Nun runden wir den Pfad ab, damit der Zugdraht sauber durchrutscht. Im Radius gebe ich eine Formel ein. Zwar will ich, dass die Gesamtbreite immer durch 2 geteilt wird. So können wir es lassen. Die Leitung heraussuchen und öffnen. Wir wählen den Pfad aus. Abstand lassen wir auf 1 stehen. Bei der Schnittgröße tragen wir Bautenzug 3 mm ein. Für die erste Komponente ohne Hohlraum, da wir diese zum Ausschneiden der anderen Bauteile verwenden.
Und nun die zweite Komponente, diesmal mit Hohlraum. Somit haben wir zwei Leitungen erstellt. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, wie vielfältig dieses Werkzeug ist. Abonniert meinen Kanal, bleibt doch noch kurz dran, bis das Bauteil fertig eingepasst ist. Danke, dass ihr bis zum Schluss dabei wart. Und bis die Tage.